Hallo Freunde und willkommen zurück zu Marvels Midnight Suns, wo wir in der letzten Folge erfolgreich Dr. Banner aus von Lilith Einfluss befreit haben. Und wir sollen mit Blade sprechen und der scheint sich gerade sehr gut mit Carol da zu unterhalten. Und ich weiß nicht, ob wir stören sollten. Aber wir sollen nach ihm sehen, das ist ungünstig. Demnach müssen wir stören. Next time, how about we do this on the actual moon? We could, but you might need to hold your breath. You could hold it for me. Hi, Hunter. We were privately discussing strategy. Emphasis on the privately. Dürfen wir wieder gehen? Hunter, Nein, verdammt. Well, they have a bet going as to whether or not you... What is the phrase Nico taught me? Ah, yes. Moonwatch and chill. Ghost Rider or not, Robbie is a dead man. Again. I'm gonna wrap Peter in a cocoon and roll him down a few off-world mountains. Everyone's getting a stake with their name on it. Hunter, I'm saying this as a friend. Get lost. Okay. Hunter, if you don't get out of here now, I'm gonna stake you. Leaving. Ja, das war, nennen wir es, unnötig. Aber gut. Hunter, if Lilith somehow hijacks my soul, make sure Wanda sets me free. Pretty sure Ileana or Nico would be less gentle. Definitely don't send Blade. Ich will ja nichts sagen, ne? Aber ich habe die beiden von dem Einfluss befreit, nicht Wanda. So, reicht aber für den Tag. Wir starten in den nächsten und gucken mal. Ich denke mal, Dr. Banner wird nochmal mit uns sprechen wollen. Call it. Finally figured that out, did you? So, aber bevor wir mit dem quatschen, gehen wir die anderen Sachen alle mal ab. Oh, Labor ist auch wieder aktualisiert. Das ist schön. Okay, machen wir nicht. Dann zumindest kurz das Labor durchgehen. Schocks auf kritisch 50 drauf. Das ist natürlich sehr geil. Unsere Macht ist halt so gut wie nicht mehr vorhanden, was nicht so cool ist eigentlich, aber jo, die letzten 2 Punkte können wir auch noch opfern. Sprachdurchfall. Grundsätzlich kritischen Schaden möchte ich eigentlich nicht mehr opfern, weil ich da viel zu viel schon geopfert habe. Guck mal, da können wir doch bestimmt mal... die Stärke ist übrigens bei 100 gecaptured. Scheinbar. Gut zu wissen. Oh, die haben halt alle nicht wirklich viel mit zurückwerfen. Wolverine hat einen Skill. Tony hat nicht wenig. Das wäre vielleicht noch eine Überlegung wert. Ja, komm. Und wer der eh keine Stärke hat, ist da ganz gut. Resilienz. Pushen wir mal, wir noch ein bisschen hoch. Gut, dann müssen wir mal mit Banner quatschen. Weil die uns ja nicht an den Amboss lassen. Yeah, I don't think we should be breathing this air. It's gamma radiation. It's fine to breathe, as far as I know. Yes, but it gives the sky quite a beautiful tinge of color, doesn't it? Like the sky before a storm. Anyone want to tell me what I'm looking at? The storm is almost here. And so is the midnight sun. The prophecy is almost complete.
Cthon is making his way into our dimension. Not if I have anything to do with it. Let's go inside. We have work to do. Tja, bisschen grün. Ungünstig, würde ich mal schätzen. Dass wir uns immer vor die Leute stellen müssen zum Reden. I should speak with you about what you did to me. Is that an accusation? Of course not. I am grateful, of course. It has been so long since I've thought for myself. I was so focused on understanding what was happening with the Hulk. That obsession was how I stumbled onto her. And by then it was too late. I always thought myself capable of... Well, doesn't even matter. I made a choice, and the world paid for it. The Hulk is not to blame for once. All this destruction was the work of Bruce Banner. Bruce, Lilith's influence is supernatural. You cannot fault yourself for succumbing. No, I will not be absolved of this. I sought her out, not the other way around. Did you know what you were seeking? Well, no. But the result was the same. I can still sense her, you know. Even though you freed me from her influence, she still resides in my head. How? I remove the stain of Lilith's corruption. My irradiation keeps me attuned to her thoughts and feelings. Not all of them, but enough. At this moment, her excitement grows as the prophecy nears its end. Does the link go both ways? Does your presence threaten the Abbey? The Abbey is open to her, Hunter. She can breach it whenever she desires. It cannot be possible. When Wanda chased you and the others through Limbo, she pierced the Abbey's barrier. That was all Lilith needed to enter. If she has known that long, why not attack the Abbey directly? Haven't you figured it out? She doesn't want to win. Explain your theory. I already told you I can, pardon the simplified expression, read her mind. This isn't theory. These are her thoughts. Whatever her plans entail, they involve more than just killing the lot of you. Of us. Dr. Banner. Please, call me Bruce. Bruce, in all the time I've known you, I realize how little I know about you. Would you mind telling me about yourself? Not at all. My life is an open, irradiated book. May I ask you about the Hulk? Of course. When did you first transform into the Hulk? Years ago, I worked on a device based on Howard Stark's original gamma accelerator. There was an accident, and I soaked up so much radiation I should have died on the spot. Instead, it unleashed a green-skinned manifestation of rage from within me. When I came to my senses, I realized what I'd become. I knew I couldn't be around people. To lose control like that? It still terrifies me. Yet, when I become angry or subjected to intense pain, Bruce Banner retreats for the duration. Are you and the Hulk different people? Or is he an aspect of your personality? I've heard contradictory conjecture from hundreds of experts. You see, I'm psychologically fascinating. Everyone has a pet theory. At this point, I think of the Hulk as a different person. Yet I also take full responsibility for his actions. It's why I betrayed him so deeply by working with Lilith. I'm supposed to be the responsible one. In a way, I'm his keeper. He doesn't really understand what happened, but I decided on his behalf, like I always do, and very nearly killed his friends. Does the Hulk have any thoughts about Lilith? He finds her
There's some attraction. The Hulk has the hots for my mother? Yes, but he remembers she tried to hurt his friends. That makes him angry. And for the Hulk, anger always wins out. Ja, das kann ich mir vorstellen. I had Also nicht das questions about the mit der Avengers. Attraktivität, aber hey. Go ahead. What led the Hulk to join the Avengers? The way Tony tells it, they spent so much time stopping the Hulk from destroying cities, they offered him a job so they could keep tabs on him. But really, they need Bruce Banner. Yes, the Hulk is good to have around when Ultron attacks or Skrulls invade, but my expertise gives the Avengers a crucial edge. And what is that? I plan ahead, develop contingencies and worst-case scenarios, solve impossible equations. I'm the only one who thinks it all through. Well, I was. What do you think of your fellow Avengers? Before all this, the Hulk and I respect Steve. Strange is fine, but he can aggravate the Hulk. Carol and I don't see eye to eye about where the Avengers should focus our efforts. Still, we're friends outside of work. Plus, she knows how to make Hulk laugh. And Thor, I always appreciate his crass charm. The Hulk likes him because he doesn't need to pull his punches when they're play fighting. What about Tony? Ah, Tony. He knows full well the Hulk can reduce him to a fine salsa mist. Yet he constantly pokes and prods. You'd think he was trying to provoke me. But we both respect him for that. He treats us like any other person. He knows what we are, and he's not afraid. Ja, das mit dem Provozieren kann Tony sehr gut. Will the Avengers forgive you for what you did? Usually I wake up to discover what terrible damage the Hulk has caused. The team always understood and supported me in their way. It's a very different situation. You ask if they will forgive me? I don't know if they should. But is it possible? It's possible. But if so, it won't be soon. Nor should it be. Ja, das ist Thanks, Bruce. Thank you, schwer. Hunter. It took me far too long to find my place. I'm glad it was here. Hunter, we need to talk in the Forge immediately. So, ja, wir können jetzt auch den Hulk mit auf Kampfmission nehmen. Ich muss sagen, das Hulk-Design gefällt mir hier nicht ganz so. Yes, it's like something flipped it on. As if it's preparing for the midnight sun. I think that's precisely what it's doing. It knows its owner is coming back to pick it up, and it wants to look good. Yes, that's an excellent way to put it. I know a thing or two about magic artifacts, especially if they're swords. So I have observed. Perhaps when we take a breather, you can explain to me exactly how your portal spell works. It appears to be quite effective. You want to talk shop? You got it. But watch yourself. I might end up becoming the Sorcerer Supreme one of these days. I don't feel threatened. In fact, nothing would make me happier. Das sagt viel aus. Ja, ich muss sagen, ich mag das, also wir sehen es hier zum Beispiel schon mal in der Vorschau. Ich mag das Design von dem Hulk nicht so. Ich finde, da hat es schon coolere auch in Videospielen gegeben. Und gerade der Fallen Hulk sieht halt einfach wesentlich cooler aus. Tut mir leid, das zu sagen, aber ja. Hunter, our time has almost run out, Hunter. If we're ever going to find out what this God Killer can do, Tony and I need to start researching it now. Okay. I know you and Tony will be able to find something helpful. Because the alternative is too grim to consider. All right. Then let us find out what this God Killer is all about. Excellent. You know what to do at the anvil. Mhm. Please Machen get wir. us started, Hunter. Was übrigens auch noch ist,
der Hulk ist der einzige Charakter, mit dem wir, also der einzige Charakter, mit dem wir auch kämpfen können, der kein Freundschaftslevel hat. Also, beziehungsweise, er hat so gesehen, glaube ich, einfach Instant Freundschaftsstufe 5. Können wir mal kurz gucken. Halt, Helden. Hier. Ne, er hat einfach kein Freundschaftslevel. Ja, wie gesagt, ich muss sagen, ich mag das Design nicht, gerade so seine Haare und so. Ich weiß nicht, irgendwie, irgendwas stört mich an diesem Gesicht und ich kann es nicht so genau sagen. Okay, erstmal Forschung. Oh, es gibt noch eine andere. Ja gut, schließe 3 Missionen mit Hulk ab, das können wir machen. Aber erstmal den Gottmörder. Ein böses Ding von bösen Menschen gemacht. Was sagt das über uns aus, wenn das die Lösung unserer Probleme ist? Alle Waffen sind böse. Niemand weiß das besser als ich. Ich wünsche, es gäbe einen anderen Weg, aber wenn du dich deiner Mutter mit diesem Ding stellen musst, dann stellen wir verdammt nochmal sicher, dass es funktioniert. Dann können wir mal eben noch kurz uns ein paar Essenzen holen. Das sind Fancy-Messer. Der eisige Dolch der Ozeane. So, noch ein paar Helix. Die können wir eben fix uns zusammenschrauben. Und dann machen wir eine normale Mission. Ich werde da auch den Hulk mitnehmen. Also ich werde mindestens eine Mal mit dem Hulk machen, um ihn euch einfach zu zeigen, wie er funktioniert. Denn auch der Hulk hat wieder... Oh, war wieder ein Klingensturm. Den nehmen wir auf jeden Fall für die Essenzen. Und ich glaube... Ah ne, stimmt, ja, stimmt. Ich habe ja eben mittlerweile alles modifiziert, also... Ja, den halt, wie gesagt, ich zeig's euch gleich in der Mission. Ist jetzt nichts übelst kompliziertes, aber das seine einzigartigen Dinge machen gerade die Herausforderung vom Hulk sehr tricky. Wow, Tony, you've outdone even yourself this time. Was übrigens auch sein kann, dass wir die ganzen legendären Coils gerade effektiv verschwinden, dass wir theoretisch in denen immer die Möglichkeit hätten, auch die legendären Fähigkeiten von den anderen, also legendären Karten von den anderen zu bekommen, wenn wir die Herausforderung von denen schon abgeschlossen hätten. Da wir das aber nicht haben, wird uns das halt verweigert und entsprechend, ja, vielleicht verschwinden wir es, vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht. Gut, einmal kurz ins Sparring gehen. Und ja, wir können auch mit dem Hulk sparen, aber wie gesagt, es bringt nichts. Also, es bringt insofern nichts, als dass wir die Freundschafts-EP halt verschwenden würden. Und ihr seht, die meisten sind auf Stufe 4, beziehungsweise sind alle auf Stufe 4 außer Magic, die ist halt schon weiter. Aber ich will halt alle noch auf 5 bringen. Weil sonst wäre es ja langweilig, ne? Verbessern brauchen wir nichts. Kampftherapie. Wer ist denn verwundet? Oh, Nico. Gut. Oh, Storm. Was gibt's denn bei dir? Good luck. It's wonderful to see Bruce back in the Abbey. I hope the others are not wary of him. I do not blame them if they are. We had to fight the Hulk many times. We all know he was under Lilith's command. We gave Wanda the opportunity to regain our trust, and we should extend that same courtesy to Bruce. Definitiv. What anyone did under Lilith's control is not reflective of who they are as a person. I'm happy to have him here. It's also good for morale. Seeing Iron Man and Doctor Strange with more enthusiasm is a nice change of pace.
Do not fault the others if it takes them some time to feel comfortable. Change isn't meant to be seamless or fast. Although I'm curious now. Uh-oh. It's nothing serious. But I'm wondering if you think everyone who has ever done something bad is capable of changing. Naja, etwas Böses, also im Sinne von, jemand hat halt einmal was gemacht, dann denke ich persönlich schon. Ja, also Resozialisierung ist durchaus ein Prinzip, an das ich persönlich sehr stark glaube. Ich gehe aber davon aus, dass es sozusagen, also in einigen Fällen dann doch einen Point of No Return gibt. Also ich glaube, jetzt mal ganz übertrieben gesagt, ein Hitler hätte sich niemals für seine Taten entschuldigt. Das ist halt, es hängt halt auch, muss man ganz klar sagen, viel mit der Psyche zusammen. Also es gibt einfach, denke ich, Menschen, die sind von Grund auf böse. Was ein bisschen dem widerspricht, was ich gerade eben gesagt habe, aber es ist schwer, ein schweres Thema. Aber wir sind mal der Optimist. Everyone is capable of redeeming themselves, but they must put in the work and show they are committed to changing. It's nice to know we agree on that. I get the feeling you have given second chances to those who did not deserve it. Maybe so, but they deserve the chance to prove me wrong. If you'll excuse me, I need to introduce myself to Bruce and apologize for any bruises I left. Ich glaube nicht, dass du dem Hulk blaue Flecken verpassen konntest. Auch wenn du eine Göttin sein magst. Nicht beim Hulk. What you doing, Charlie? S.H.I.E.L.D. saying the green skies are just a normal atmospheric event? This is not an Avengers-level threat. I don't remember being consulted on that decision. Do you, Steve? After this, I am so done with clandestine quasi-government organizations. Cover up or not, we have to present a united front and follow Fury's play. Yeah, hard pass. We gotta tell the world the truth, or we lose the trust of anyone with a camera or access to social media, which, last I checked, is the population of Earth. Woof. I've been there. Nobody cares about the truth. Nobody believes a primordial god is about to wake up and devour the universe. We believe it. Because you've seen it, Rogers. But I remember calling the Avengers hotline with the same story and getting nowhere. Everyone laughed at me. Well, not everyone. I still haven't heard back from Cloak and Dagger. This is no time to quibble over PR statements and cover-ups. Nico's right. We can contradict S.H.I.E.L.D. and tell the truth, but most people aren't going to buy it. Save the damage control spin for after we banish Chthon. If we banish Chthon. Punkt 1. Die Lampe ist für die Cutscene echt hinderlich gewesen. Und Punkt 2, was ich meine auch schon mal angesprochen zu haben, was ein bisschen nervig ist, wenn wir nicht Leute angucken, also wenn Leute nicht im ja, Klappe. Da können wir auch mal. Ne, ihr seht's, wenn die Kamera nicht auf einen Charakter gerichtet ist, wird dieser Charakter sehr, sehr leise gestellt. Und das halt gerade in so einer Cutscene, wo dann die Reaktion von Leuten gezeigt werden soll auf etwas, was gesagt wird, nicht hilfreich. Aber es hat einen Grund, weshalb wir Untertitel haben. So, ein schneller Schlag. Ich glaube, das ist genau die gleiche Modifikation, die wir auch drauf haben. Oh, Komplimente. Komplimente sind immer gut. So, wir haben noch 2 Sachen. Blutrünstige Höhlenforscher. 3 Schulkinder werden seit einem Nachtausflug nach Howe Caverns vermisst. Bei den dunklen Verstecken in den Höhlen dieser Gegend können wir Vampire nicht ausschließen. Und weißt du, wer liebend gern durch dunkle, feuchte Höhlenlabyrinthe wandert? Niemand von uns, aber wir müssen jemanden bestimmen. Siren wartet dort, um uns zu führen. Wir müssen einen Avenger schicken dafür. Da wir jetzt erstmal eine
eine Nebenmission machen, können wir einfach mal Tony schicken. Der fühlt sich in dunklen Höhlen bestimmt wohl. Und das stand aber nicht in der Werbung. Sanft plätscherndes Wasser, entspannende Musik und das Aroma von Ruhe, unterbrochen von lauten Schreien und animalischem Knurren. Vampire waren im Spa-Paket nicht inbegriffen, aber wo sie schon einmal durch die Lüftungsschicht hereingekrochen waren, war es jetzt ihr Spaßtag. Ein Techniker. Na, schick mal Peter. Friendly neighborhood service at friendly neighborhood. Dann könnten wir Informationen verkaufen. Das wäre aber nicht so clever, weil wir dann alle Informationen verkaufen würden, die wir haben und für Geld, was wir aktuell nicht so dringend brauchen. So, the midnight sun has arrived, despite our best efforts, threatening to end the lives of millions. And Cthulhu is threatening to consume the whole planet, ending even more. Yes, I know. But as Wanda so compassionately pointed out, there are people in desperate need of help out there. Our help. It's my strong opinion we should save as many souls as possible before confronting Lilith. I agree. Life is too precious. We must save everyone we can. I thought you'd agree. Hydra's everywhere. Where should I go first? That's up to you. But I do want you to bring Banner. He needs to get back out there, get some wins, before our final showdown with Lilith. Mhm. Ever since I learned of the Hulk's existence, I've dreamed of fighting side by side with such a warrior. Well, now is your chance. I will leave the final decision to you, but you know my opinion. Oh, and Hunter, happy hunting. Don't Dankeschön. just stand there. There are lives out there that need saving. Ja, wir sind doch dabei. Kurz gucken, ist zufällig irgendwo direkt eine... Nein, keine Hulk-Mission. Ich würde sagen... Gut, die Credits haben wir uns verwehrt. Den Infospeicher... Ja, ich glaube, wir nehmen mal den Infospeicher. Ist zwar eine leichte Mission, aber gut. Wir könnten sogar den Anführer wechseln. Aber brauchen wir nicht. Das kriegen wir auch hin. So. Ich nehme Hunter selber mit. Einfach bei... Ne, das brauchen wir nicht, weil Magic ist ja eh schon auf einem Freundschaftslevel über 5. Und halt kann keine Freundschaftslevel sammeln. Dann, wen nehmen wir noch mit? Ja. Ich weiß nicht mehr, ob Hulk im Stadtdeck... Ich meine, wir können es ja gleich mal gucken. Ja, er braucht nämlich relativ viel Heldenmut. Das heißt, es ist ganz clever, den Doc mitzunehmen. Allein schon wegen seiner Passiven. Das macht viel. So. Der Hulk hat Smashen. Macht Schaden und wendet Betäubung an. Außerdem erhält man damit einen Zorn. Und ihr seht, da steht nur noch kein Zornverbrauch. Zorn ist halt seine Mechanik. Die wird gleich erklärt, wenn wir anfangen. Zorniges Gebrüll provoziert einen Gegner. Ich glaube auch einen Gegner, kein Gebiet. Und genau, und wir erhalten einen Zorn für jeden Gegner, der Hulk anvisiert. Dann haben wir Amok, Verkettung 3 und Provozieren. Und Donnerschlag, wende auf alle Gegner in einer Reihe zurückwerfen an und belege sie mit Betäubung. Ziemlich klasse. Nicht, weil es gut Schaden macht, aber weil es halt einfach sehr viele Leute betäuben kann. Und den Zorn, ja, den werden wir gleich kennenlernen. Aber wie man sich vielleicht denken kann, es hat was mit seinem Schaden zu tun, den er anrichtet. Ach, wie niedlich.
So, wenn Hulk Schaden erleidet, bekommt er einen Punkt Zorn und seine Offensive steigt. Ein Zorn wird verbraucht, wenn Hulk einen Angriff durchführt oder eine Heldentatfähigkeit einsetzt. Außer, wie zum Beispiel bei Smash, steht halt explizit bei, verbraucht keinen Zorn. Setze provozierend Fähigkeiten ein, um den Schaden zu verwalten, den Hulk erleidet, und seinen Zorn zu maximieren, aber pass auf, nicht K.O. gesetzt zu werden. Und ja, ich hätte ihn persönlich ein bisschen anders gehandhabt, den Zorn. Ihr seht, der kann bis zu 5 Stufen erreichen. Ich hätte halt irgendwie ein bisschen den Kontrollverlust mit reingebracht oder so, aber okay. Who am I? Machen wir das erstmal. Oder? Ja, hiermit kriegen wir mehr Kills. So, aber bevor wir irgendwas töten, zorniges Gebrüll auf dann kriegen wir nämlich einfach schon mal 5. Beziehungsweise ich nehme den. Ach nee, will ich nicht nehmen, weil dann stellen wir uns echt scheiße hin. Na komm, nehmen wir den. Dann haben wir halt einfach schon mal 4 Zorn, was echt nice ist. Und jetzt sehen wir schon, seine Offensive ist plötzlich um 117% erhöht. Das nutzen wir jetzt mal, um dich da reinzuschmeißen. Beziehungsweise... Nee, ich schmeiß dich da rein. Einfach damit der Typ direkt geschwächt wird. Und schnell triggert ja trotzdem, weil wir was damit getötet haben. Dann können wir noch mit dem Gruppensturz bisschen Schaden anrichten und vor allem auch da wieder Menüs ausschalten und wen schwächen. Wobei das Schwächen hier irrelevant ist, weil der Typ gleich gestunt wird. Ja, den schnellen Seelenhieb, klar, hätte ich jetzt auch noch mal spielen können in dieser Mission, in dieser Runde, aber ist nicht so dramatisch, dass wir es nicht tun. Oh, das killt ihn auch einfach, ja, umso besser. Das heißt, Steve wird zweimal angegriffen, Hulk einmal und die Mystikerin beschwört wieder einen Abgrund. Ach shit. Ach nee, Quatsch, die beschwört keinen Abgrund, die ist ja eine Verwandelte, ist ja keine normale Mystikerin. Sprich, da geht dann gleich ein Gegner drauf, der zu einem Realisten wird. Aber ich sag mal so, das Ding macht 812 Schaden. Und seine Offensive wird jetzt gleich nochmal ein bisschen verbessert. Weil einer so dumm ist und Hulk angreift. Hulk, remember your face. Die Blutsicht ist übrigens ziemlich nervig. Schön. Bring whoever you wish. I will send you all to the next world. Bumm. You come with Hulk. Magic einmal.
Und Hulk bringt einfach alles um. So haben wir es doch You gerne. make a good partner. Das reicht nicht. Das ist doof, als Magic mit erwischt. Aber Magic könnte ja auch erstmal... Schade. Ja, warte mal. Ziehen wir vielleicht noch irgendwas, was wir gerade spielen können, was uns nützt? Ja, tun wir. Let's try this. Ich hätte auch auf einen der anderen zielen können, aber naja. Dann Chick. Wobei, das ist eigentlich dumm. Na komm. This will have to do. You shouldn't try. You'll only embarrass yourself. Dann die Winde. Let's give it a go. Ziehen noch gleichzeitig noch ein bisschen Karten mit. You should really stay down. Limbus Griff. Sehr gut. Das ist doch so. Prepare yourself. Und dann This will certainly help. liegt der hier mal durchs Portal. Ja, ich sollte eigentlich mich ein bisschen mehr auf die Mystikerin konzentrieren, aber Never my equal. was mich auch irritiert, da ist eine rote You won't Karte. survive another encounter with me. Also eine rote Kiste, aber wir haben niemanden, der eine rote Karte gibt. Echt unhöflich. 1, 2, 3. Und ihr seht That's the einen Angriff, spirit. der halt 3 Verketten hat und 260 Schaden oder was das mal anrichtet, ist schon krank. So it begins. So, sie schiebt den Hulk ein bisschen weg. We don't fear death. Dann sollte theoretisch auch niemand in dem Radius drin sein. A feeble effort. Gut. Gerade kann ich, selbst wenn ich, wobei ich kann mich noch bewegen. Dann könnte ich das ablegen. Sie schubsen und sie stirbt. We will not be discouraged. 2 Züge Do reicht. not cross me again. Hopefully they learned their lesson, but we all know that's wishful thinking. Befürchte ich auch. Na, also wenn das jetzt keine 3 Sterne gewesen wären, dann wäre ich ja beleidigt. Und vor allem kriegen wir entsprechend jetzt schon Karten für den Hulk. Was gut ist, weil sein Deck momentan ist eher so semi. Wie die meisten Startdecks. Sind solide, aber halt ausbaufähig. Gut. Okay, wir sollen noch Caretaker und Agatha sehen. Anyone down for a last movie before the end of the world? Yes. Let me log into Piotr's WatchMax Plus account. We did this at Xavier's once. Had Ride of the Valkyries stuck in my head for a week. It was fine till the Sentinels attacked. Then it was cool. Why do all the talking kitten cartoons have 5 hearts? Oh, Piotr, you big softy. Okay, the movie we're watching tonight is none other than Summer Camp Tango. Me and Maria rehearsed every move in this film. Yeah,
My cousins forced me to watch it every summer, so I'm very much into this idea. Der Film sagt mir ehrlich gesagt ja nichts, aber hey. If you wish. Hunter, want to watch a bad 80s movie with us before we face a hungering elder god? Okay. Entertainment on the eve of battle? Yes. Yay, for fun! Ileana keeps a limbo fully stocked, so refreshments are a portal away. Just ask. Quiet, quiet. Here we go. Sehr schön, Freundschafts-CP für alle. Clint and Natasha always referenced the slobs against the snobs. Never understood what it meant. Until recently, it could have been the Midnight Suns against the Avengers. That makes Tony the snob. And Nico is definitely the slob. I'll own it. Do not apply logic to a crappy 80s movie. Hey, I didn't say anything about the shape-shifting aliens plan to judge the dance contest. I just want to know how the slobs plan to push that much chili through the sprinkler system. With enough pressure, you can push chili through anything. Don't ask me how I know that. Ugh, of course the head counselor is a Russian spy. Yup, it's an 80s movie. How much did Soviet Russia care about teen hijinks? More than you think. Now that's a dance contest. Okay, I see the appeal. It's magical. Magic is the one thing this movie didn't have. But you liked it anyway because it is heartwarming pablum. Maybe. Ja. Ich meine, so ein Filmabend mit Freunden hat schon immer viel, Violetta needs no partner to dance. So cheesy. That movie was worth the wait. Ja. Also wie gesagt, ein Filmabend mit Freunden kann richtig Bock machen. Gerade wenn es ein richtig schlechter Film ist. I do not think you are even close to your limits. I think you are pretty special too. Okay, damit haben wir entsprechend das letzte Kompliment schon wieder ausgegeben. Was sind die? Ach, da draußen. Na dann gehen wir mal zu dem Krater. Wo mich echt mal wundern würde oder interessieren würde, was da eingeschlagen ist. Oder ist das der Krater, wo Agatha gestorben ist? Aber das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Dafür sieht er zu alt aus. I haven't seen you out here in years, Sarah. This particular piece of ground is scarred for me with memories I rather forget. You know that. Then why retread old traumas? To remind me that we can do this. That it can be done. My sister can be slain. This is where it happened the first time, when Hunter... When Hunter gave their life to take hers. And saved the world. Why couldn't she just stay dead? It's time to face her again. Are you ready for that? It seems everyone here is. As ready as they can be, anyway. Yes, but are you ready to lose a sister, and possibly a child a second time? No one is ever ready for that. But my personal pain and losses are nothing in the scheme of things. Well, they are something to me. Do you know where you're standing right now? Yes, it was the place where I... Vanquished your mother, saved the world, and made the ultimate sacrifice doing it. So it would seem. The details aren't the issue here. I tried my best to prepare you then. But now I understand how I failed you. I isolated you, trained you to become what I wanted you to be. And I lost you because of it. You did what you thought was right.
What you thought I needed to do to survive. But you didn't. You didn't survive. You died alone. All because I made you believe you were no more than a weapon. But you're more than that. More than the hunter. You're the only child I had. Ever will have. Just promise me I won't lose you again. Alive, dead, slaying a renegade dragoon, I am not going anywhere. I will haunt you for the rest of your years. You will not be able to get rid of me. Oh, Hunter. How I love you. And I you. God, I don't think I've been this emotional in years. Well, I ought to let you get back to your night. There's an abbey full of people who are waiting for you. Best to get to them before it gets too late. Good night, Sarah. I'll see you in the morning. Agatha and I are going to hang back here for a bit longer. You go ahead inside. That was a nice moment between you two. It was. We love you like our own child, you know. When you passed, we were inconsolable for decades. We never wanted you to have to make that sacrifice. But you were always the kind of person who would die so the rest of us could live. Made the loss even harder to bear for us. You made so many sacrifices to put Lilith to rest then. I'm just sorry you have to go through it all again. I do not mind sacrificing myself for others. I know. That's what makes you so special. Besides, if I do die this time around, I know you will be waiting for me on the other side. And I will be, if it comes down to that. But I don't think it will. Why would it be any different this time? Because everything is different now. Oh, You wir haben won't ein be riesiges facing Team da Lilith alone hinter uns this stehen. time. You have friends who will fight by your side. I did not have friends in my last life. I'm glad you got to live again to make them. The friends you made here won't let you die this time. You cannot assure that. No, not for sure. But I like your chances. Just remember how loved you are. And that will get you through. Und Dank. Gut. Dann würde ich sagen, machen wir uns auf den Weg zurück. Legen uns schlafen. Ich weiß nicht, ob wir nicht sogar noch mal einen Traum haben, aber ich glaube fast nicht. Wobei, könnte sein. Dann gehen wir noch fix den Morgen durch und dann machen wir Schluss für diese Folge. Und dann werde ich nochmal 2 Folgen, beziehungsweise 2 Missionen, ja, dachte ich mir. 2 Missionen noch so abschließen, dass wir dann auch theoretisch die nächste Forschung noch starten können. So, Sarah finally told you the truth. Why did you not tell me, Mother? The decision to sell my soul was mine alone. I never wanted to make you feel responsible for the sacrifice I made. But you did it to save me. A mother would do anything to protect her children. I am no different. I love you, child. I'd do anything for you. All I ask is for you to make it all worth it and stand by my side. You know I cannot betray those who have grown to trust me. I thought you might say that. I just want you to know that when you fail, my offer will still stand. Do me no favors, Mother. Why won't you accept how much I love you? If you truly love me, end this madness before it breaks the world. Child, the world is already broken. Not yet. You cannot stop us, Mother. I will face you.
You always have. Ja, einmal. So. Na gut, da kann ich auch noch einmal nachgucken. Dann einmal Forschung abschließen. Ist glücklicherweise auch kein Point of No Return. A successful collaboration. Ein waschechter Gottmörder durchbrach jede physische und mystische Barriere, die Strange und ich hatten, raubt allem, was er berührt, seine Energie. Diese Klinge könnte alles zerstören, was auf der Erde wandelt. Ich sollte davon fasziniert sein, aber um ehrlich zu sein, will ich das Ding nie wieder sehen. So. So, how's the whole saving the world thing going? Gib mir gute Halbkarten, bitte. Sometimes Yes. I even impress myself. Heftiger Schlag, kraftvolles Zurückwerfen und einen ordentlichen Schaden. Vor allem, wenn man bedenkt, dass er noch sehr viel mehr Schaden anrichten wird. Kurz Spaß vergucken. Genau. Na, wie ich meine, ich ganz am Anfang schon mal erklärt habe, können halt Karten nur herstellen, wenn wir sie schon mal gefunden haben. Das heißt, wir können den heftigen Schlag herstellen, was ich jetzt auch tun werde, sodass wir ihn direkt verbessern können. Aber mehr können wir nicht tun. Ich will mal kurz gucken. Vielleicht kann ich mir das mit dem Doktor reden auch auf später verschieben. Ist jetzt die Frage, kann ich auf den... Nein, kann ich nicht. Hätte ich auf den Mirror Table zugreifen können, dann hätte ich das jetzt nicht machen müssen, aber so müssen wir das dann doch noch dranhängen. Schade aber auch. Nachher will uns noch was zum Gottmörder erklären. Tony and I have been researching this god killer as best we can. We've been limited by what's available to us here in the Abbey. I should hope you have found something by now. Well, the fact of the matter is that I have. It's a bit troubling, to tell you the truth. I really need to double-check my findings. There are a few more scrolls I should consult. If you are not ready to share information with me, then I trust you to let me know when the time is right. I appreciate your confidence in us. However, I fear the time may never be right. Perhaps I should tell you now. I suspected this blade had a connection to Cthon, but I didn't realize how intimate that connection truly was. I am not sure I like where this is going. I feel unclean even saying these words, but the God Killer wasn't just made to fight Cthon, it's made of Cthon. I'm sorry, this is somehow worse than I was expecting. Could you repeat that? The ancient texts tell of Cthon's last appearance in our plane when the forces of humanity assembled to drive him back, and in doing so, they sliced off part of the Dark God. That part was lost to the ages, until now. It has resurfaced, now forged into a weapon. The God Killer. Incredible. Part of me feels we should throw it into the forge right now and wash our hands of it completely. I'm glad the blade has been under your guard, Strange. There is no one else in the Abbey who understands the power of ancient artifacts as much as you. I'm fascinated by ancient artifacts, true. However, this one makes me want to swear them off altogether. When I stand too close to it, I can feel the energy rippling off of it. When I turn my back on it, I can sense it watching me. It's not alive, yet it's not dead either. I feel drawn to it, like it wants me to pick it up. I suspect you're the only one who could do it. Every attempt I've made to touch it has not gone well. I knew it. I knew you were holding back something. I had intended to consult with Hunter privately before telling the whole team, but yes, now you know. I suspected it was part of Cthon. You don't normally encounter daggers that immediately make you feel like you want to throw them far out to sea.
but if you feel like picking it up, go on. I can feel the power of it, rising and falling, like it is breathing. I could use something like that as a nightlight. A weapon like this is not to be trifled with. I think we're very lucky that Red Skull kept it buried away as deep as he did. What, was he socking it away for a rainy day? He probably thought he could use it to kill Lilith. This world's only big enough for one psycho-narcissist tyrant, I guess. And now it is ours, and let nothing stand in our way. Of course. Never mind. Oh, knock it off with the mysterious stuff. Just come out and say what's on your mind. It's entirely possible Lilith could have an entirely different use for the God Killer. She could use it to complete Chthon. Well, that changes things. Hunter, I need you in the war room as soon as possible. Wollt doch die Folge beenden. Dann frage ich mich aber, also Bruce hat ja gesagt, dass es für Lilith kein Problem wäre, hier reinzukommen. Dann frage ich mich, warum sie es nicht einfach schon getan hat, um ihn zu holen. Do you remember the bells, kiddo? When you were younger, I could barely... We're almost there, kiddo. Finish what you need to finish, while there's still time. I will let you know when I am ready. So, finale Mission. Wenn du sie einmal antrittst, gibt es kein Zurück mehr. Sag Caretaker Bescheid, sobald du bereit bist, dann startet die Mission. Nicht jetzt. So, Netzwurf, Netzwerfer. Irgendwo zwischen den Saunen und Dampfgrotten freute sich ein Vampir auf einen Menschen ab, als Spider-Man ihm das Mahl ruinierte. Spider-Man tötete die Vampire und rettete die Kunden, die das Bar ziemlich verspannt verließen, bereit, online eine miese Bewertung zu hinterlassen. Aber immerhin waren sie noch am Leben. Und kalt, nass und orientierungslos folgte Iron Man Siren durch das Höhlennetz, während sie mit Hilfe ihrer Sonarkräfte navigierte. Nachdem Iron Man zum 12. Mal gefragt hatte, sind wir schon da, fanden sie endlich die Kinder und Dutzende und Aberdutzende von Himalisken. Zum Glück zählt Himalisken Ausdruck wie Pickle zu Sirens Fähigkeiten und Iron Man konnte die Kinder in Sicherheit bringen. Ja, Siren. Gut, ich würde sagen, das mit dem Infospeicher und alles mache ich offscreen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Je nachdem, wie ich es schaffe, schon zu der Zusammenschnittfolge, wo ich die ganzen Gespräche und alles noch zusammenschneide. Ansonsten werdet ihr sehen, machen wir einfach nochmal eine normale Mission. Naja, so der Plan. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und da könntest du vielleicht uns einfach mal angucken. Dankeschön. Wie gesagt, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, bis dann. Ciao, Freunde.